Jede Reise hat irgendwo ihren Anfang. Die unsere beginnt mit einer Küstenstraße am Atlantischen Ozean. Es weht einem sanfter Duft von Meersalz und Zedern in die Nase. Zur rechten Seite der Blick auf das tiefblaue Meer mit seiner unendlich wirkenden Weite. Zur linken auf die Ausläufer der Pyrenäen. Im ersten Moment fühlen wir uns bei den Ausläufern der Pyrenäen an die Vogesen erinnert. Ein wenig wild und ursprünglich, nur so viel gezähmt wie notwendig. Die Berge teils schroff, teils von großen Flächen Fahns wie in Watte gepackt. Wir sind gespannt, was uns hier die nächsten Tage noch erwarten wird. Da die Welt zur Zeit unserer Reise eine andere ist, wird sich unsere Tour hauptsächlich auf die französische Seite konzentrieren. Kommt mit uns mit in die Pyrenäen. Es gibt viele Möglichkeiten, eine Motorradreise zu machen. Da wir gerne immer wieder Neues ausprobieren, testen wir diesmal die Variante einer mobilen Basisstation mit einem Dachzelt auf dem Auto und dem Moped auf dem Anhänger. Aber dazu erzähle ich euch später noch mehr. Einen schönen guten Morgen zusammen. Ich will nicht ganz so laut sprechen, weil manche Campingplatzbesucher, die schlafen hier noch. Aber ich bin schon wach und eigentlich, ich bin Frühaufsteher und bin immer kurz nach 5, halb 6 bin ich schon spätestens wach. Aber die dritte Nacht in dem Dachzelt und ich habe wieder bis 7:50 Uhr geschlafen. Also wenn es so weitergeht, dann stelle ich das Auto zu Hause vor die Haustür und schlafe dort weiter drin. Ich schlafe dort ungewöhnlich gut drin. Ich verstehe das überhaupt nicht. Heute geht es unter anderem zum Col du Portalet, wie auch immer. Wir gehen auf einen riesigen Hügel, wo all die Rennradfahrer drüber geholzt sind. Ich hoffe auf ein paar schöne Strecken und gutes Wetter. Wir lassen die Sonne den Morgentau verdampfen und machen uns auf den Weg. Unweit unseres Startortes hat man bereits den Blick auf den ersten größeren Gipfel, den wir heute überqueren wollen, im Blick. Es ist der Col du Solour mit einer Höhe von 1474 Metern. Von seiner Passhöhe führt er direkt weiter zum Col de Aubisque mit einer Passhöhe von 1701 Metern. Seine Passstraße wurde bereits 1820 von Napoleon III. Angelegt. Wir befinden uns nun gerade auf dem Col de Aubisque. 1910 ist zum ersten Mal hier auch die Tour de France drüber gefahren. 1926 gab es ein besonderes Ereignis. Da hat es nämlich an diesem Tag während der Tour de France so stark angefangen zu regnen, der Himmel sich zu verdunkeln, dass einige hier dieser Bergbewohner die Rennradfahrer zu sich nach Hause in Schutz nehmen mussten. Ja? Also ist auf jeden Fall ein traumhaftes Panorama. Auch hier hinter mir seht ihr, das ist mal ein Wahnsinnsbergmassiv. Und hier, wen haben wir hier? Den allergrößten Bergsteiger. Und wie gefällt es dir hier oben? Super! Super. Aber noch eine weitere Geschichte hält dieses Etappenziel der Tour de France bereit. 1951 stürzte der Träger des gelben Trikots, Wim van Est, bei der Abfahrt spektakulär in eine Schlucht und wurde von seinen Kollegen mit Hilfe von zusammengeknoteten Fahrradschläuchen wieder geborgen. An meiner Afrika Twin
habe ich diesen Zusatztank hier verbauen lassen. Und eigentlich habe ich gedacht, ich brauche den mal irgendwo für die Wildnis. Aber momentan bin ich wirklich froh, den zu haben. Denn die Tankstelle, an der wir uns hier befinden, die hat nämlich gerade Siesta. Zwischen 14 und 16 Uhr hat diese nämlich geschlossen. Und genau hier würde ich jetzt auch stehen bleiben und nicht weiterkommen mit dem normalen Tank. Auf dem Pass Col de Pierre Saint-Martin treffen wir noch auf meine nächsten Verwandten. Martin zeigt uns sein neues Nasenpiercing. Und Louis zeigt uns, was er als angehender U-Boot-Fahrer bei der Marine schon gelernt hat. Das ist kein Frachter. Scheiß Zerstörer. So, wir sind angekommen am Lac des Cap de Long und der besteht aus zwei Teilen. Einmal einem unteren Teil, den ihr hier seht, und dort hinten oben die Staumauer, da geht es zum oberen Anteil des Lac des Cap de Long. Das große Bergmassiv dort oben befindet sich auf einer Höhe von 3161 Metern. Wir selbst sind hier auf 2141 Metern. Die Bergkette dort oben ist also nochmal einen ganzen Kilometer höher als wir selbst. So ein Dachzelt ist schon eine tolle Sache. Rundherum einmal den Reißverschluss aufgemacht, die Schutzhülle abgezogen, die Leiter heraus und tata, entfaltet sich das Zelt im Nu. Jetzt noch ein paar flexible Haltestangen für die kleinen Vordächer eingesetzt und fertig ist die Schlafstätte. Dort oben am Himmel, der hat sich schon etwas zugezogen und es sieht aus, als könnte dort ein Regenguss runterkommen und es donnert auch schon leicht. Deswegen sehen wir jetzt davon ab, heute Nachmittag noch eine Runde mit dem Motorrad zu drehen, ehe wir komplett
vom Regen überrascht werden. Deswegen möchte ich euch einmal ganz kurz zeigen, wie wir uns eingerichtet haben. Wie man das Dachzelt aufbaut, das habt ihr vorhin im Video schon kurz gesehen. Also ich war am Anfang sehr skeptisch. Wie gesagt, ich schlafe wirklich sehr gut drin. Hat eine 6 cm dicke Matratze. Es ist relativ fix aufgebaut. Das muss man 2-3 Mal machen. Dann hat man die Handgriffe eigentlich drin. Ansonsten haben wir noch mitgenommen Camping-Klapptisch, den wir eh schon hatten. Camping-Klappstühle, die wir auch schon hatten. Und ansonsten, was wirklich auch noch eine äußerst praktische Sache ist, das muss ich euch mal zeigen. Das ist diese schwarze Box hier, das ist ein Kompressorkühlschrank. Ja. Ich kannte mich damit vorher überhaupt noch nicht aus. Und die Dinger, die sind echt, die sind leider teuer. Ja, also die fangen an von der Marke Dometic. 600 bis 800 Euro kostet sowas. Ich dachte, was? Ja, aber die sind so teuer. Die könnt ihr anschließen, einmal an den 12 oder 24 Volt Anschluss im Auto oder im Wohnwagen. Oder auch natürlich an den normalen Stromanschluss. Ja. Ich habe hier einen Nachbau von Dometic gekauft, der hat gerade die Hälfte gekostet. 400 Euro ist immer noch ein ganzer Haufen Holz, das muss ich dazu ganz klar sagen. Aber der kühlt euch nicht nur, der kann euch sogar gefrieren. Ich mache den mal ganz kurz auf, wie das aussieht hier drin. Da habt ihr mehrere Fächer. Ansonsten einfach organisiert in einer Box, einfach alles rein, was man braucht, mit Besteck, Waschbox und so weiter, und einen kleinen Gasgrill haben wir dabei. Und das war es auch schon, und damit kommen wir bestens zurecht. So, kaum habe ich davon gesprochen, dass gleich ein Schauer runterkommen wird, ist es auch schon soweit. Es kommen gerade dicke Tropfen herunter und wir haben uns mal ins Zelt zurückgezogen. Jetzt seht ihr das einmal auch von innen. Das Tolle an diesem Dachzelt ist eigentlich, dass man eine relativ große Fläche hat. Das ist dieser Vorteil der Dachzelte, die man auseinanderklappen kann. Wir haben hier eine Fläche, Breite von 145 cm in etwa und eine Länge von 243 cm. Da passt dann auch schon einiges rein und es ist recht komfortabel. Wir haben hier mehrere verschiedene Öffnungsmöglichkeiten. Es ist überall immer ein Sichtschutz dabei und ein Fliegengitter. Das haben wir zu beiden Seiten. Direkt über uns haben wir genau das gleiche System. Rechts und links seitlich befinden sich immer noch ein paar Taschen, um dort etwas unterbringen zu können. Wir befinden uns hier auf der ungewöhnlich gute Matratze. Ich bin schon überlegen, ob ich die rausnehme und zu Hause ins eigene Bett reinlege. Erzähl mal, Roxy, wie hast du die letzten Nächte so hier drin geschlafen? Wie ging es dir? Ja. Sonst hält sie den Mund nicht, ja, aber jetzt, wo sie mal was sagen soll, sagt sie nichts. Karin, wie ist es für 1 Euro zu tanken? Geil, oder? Schade, dass wir diese Tankstelle nicht vor der Haustüre haben. Können wir gerade ein zweites Moped noch nehmen, oder? Ja, wie dicht willst du noch von meiner Nase mit der Kamera? Also er meinte so dicht. Ja, genau. Also als Beweis, der Tank, der ist übervoll. Wenn man so günstig tanken kann, dann ist man in Andorra angekommen. Genauer gesagt in Pas de la Casa auf 2081 Meter Höhe. Man könnte es auch als das Shoppingzentrum Andorras bezeichnen. Wir sind nun angekommen in Andorra. Ich kann nun nicht behaupten, dass es hier ein schönes Städtchen ist. Jede Menge Bling Bling und viel zum Kaufen. Wir schauen uns hier einfach mal um und gleich da drüben sehe ich das erste, ein Motorradladen. Ich glaube, da schauen wir mal. Sehr schön. Sicher einer dabei? Der ist hier im Großverkauf. So, wir sind jetzt ein wenig durch Andorra spaziert, hat einige Shops da kann man ein paar Schnäppchen machen, auch wenn man ein wenig aufpassen muss, gerade bei der Technik, weil da habe ich auch ein paar Produkte gesehen, von denen weiß ich ganz genau, dass die eigentlich wesentlich günstiger sind. Ansonsten, wenn man direkt auf die Stadt zufährt, also da fragt man sich schon, wie kann man sowas nur in diese schöne Landschaft reinklatschen, aber es ist nun mal da. Wer also in der Nähe ist oder dran vorbeikommt, ein Besuch lohnt sich mal ganz sicher, aber es ist jetzt kein Ziel, wo ich sagen würde, da muss ich unbedingt hin.
Für uns geht es jetzt weiter auf den Pic Negre. Dort soll sich angeblich auf dem Weg dorthin eine Most Dangerous Road befinden. Da bin ich mal gespannt, was uns erwartet. Naja, irgendwie hatte das mit dem Pic Negre nicht geklappt. Denn ich hatte im Navi Port Negre ausgewählt und wir sind in einem völlig anderen Tal gelandet. Halb so wild. Eine echte Enduro hat ein Schotter-Suchsystem und so fanden wir diesen auch hier gleich. Los geht's. Wir sind im Osten der Pyrenäen angekommen. Unsere innere Festplatte ist mittlerweile nahezu voll von den vielen Eindrücken, die wir gesammelt haben. Da wir aber schon einmal hier sind, wollen wir uns den George de Galamus und die Burgen nicht entgehen lassen. Und wir taten gut daran. Wir befinden uns in der Burganlage Carcassonne. Diese ist 14 Hektar groß und im Mittelalter lebten hier 3000 bis 4000 Personen.
Heute leben hier immer noch fortwährend 229. Den Namen hat sie der Legende nachbekommen von einer Madame Carcasse. Einst wurde im Mittelalter diese Festung belagert über mehrere Monate hinweg. Man drohte bereits in der Festung zu verhungern. Man nahm zur Hilfe ein gemästetes Schwein und wurf es über die Mauer. Die Belagerer dachten, die selber schon am Hungern waren, oh, denen muss es noch besonders gut gehen da drin, wenn die schon gemästete Schweine über die Burgmauer werfen können. Mit dieser List gelang es, Madame Carcasse die Belagerer wieder abziehen zu lassen. Man ließ also die Glocken läuten, Madame ließ die Glocken läuten und dadurch entstand der Name Carcassonne, die Glocken läuten. Unsere Reise hat begonnen im Westen am Atlantik. Und nun stehen wir wieder am Meer, dem Mittelmeer. Von den Pyrenäen konnten wir euch einen kleinen Eindruck vermitteln. Es gibt noch so viel mehr zu entdecken. Besonders die spanische Seite, die uns diesmal leider aufgrund der äußeren Umstände weitestgehend verwehrt geblieben ist. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an den Bildern, die wir euch gezeigt haben. Wir verabschieden uns. Für uns geht es nun noch weiter in die französischen Alpen. Ich sage an dieser Stelle wie immer allzeit gute und sichere Fahrt. Bis bald.